Sie ist ein Megastar in Griechenland und sie möchte unbedingt zum ESC. Aber die Griechen lassen sie nicht und hat sich Eleni Foureira gedacht, was soll's, dann reise ich einfach kurz über das Wasser und trete eben für Zypern an. Ob diese kleine Insel so viel Fuego vertragen kann? Schauen wir mal. Eleni Foureira. I've been looking for some highs, yeah. I gotta go to low. Oh, es ist so, cause I'm burning up and I ain't coming down. It's taking me higher. Du kannst ja den Text richtig yeah. Ist ja auch nicht so lang. Das ist ja das Geheimnis des Songs. Dazu. Und jetzt wisst ihr auch, warum hier eine Ananas bei uns auf dem Tisch steht. Ja, genau. Über die reden wir auch gleich noch. Wieso ist da eine Ananas auf dem Tisch? Über die wollen wir gleich noch reden. Eine leicht angeschimmelte Ananas. Genau. Ja, stimmt, die stinkt schon ein bisschen. Aber immerhin, wir haben eine Ananas. Es ist für mich, ich finde das ein super Song. Ich finde, das ist sogar so ein bisschen wie ein WM-Lied. Das könnte gut laufen im Sommer. Es hat eine Melodie, es ist Party, sie ist Party. Da musst du dich erstmal räuspern. Ich merke schon. Ihr Kleid wurde aus einer Blaubeere geschneidert. Ja. Wir haben Entertainment-Profis, die es wissen müssen. Was sagen die denn dazu? Ah, das ist Party. Da geht das ab, da wippen die Titten. Oh, das NDR darf ich nicht sagen. Manchmal ist, ich sage das sehr selten, weniger auch mehr. Und da meine ich jetzt nicht noch weniger Klamotten, sondern dass man sich vielleicht ein bisschen zurück, weil das ist schon sehr Porno. Aha. Jetzt bin ich dabei. Und aussehen tut sie wie Beyoncé. Ein bisschen. Die ja. Beyoncé nach dem 5. Alkoholentzug. Ja. Aber der Song ist super. Der Song ist super. Daumen hoch. Sexherz. Immer. Und wenn es jemand weiß, dann werden die Trash. Aber Olivia Jones war ja fast ein bisschen prüde, ne? Komisch, was ist los mit Olivia? Ja, also gut, jetzt wissen wir, was der Kiez darüber denkt. Was denken die anderen Experten über Eleni? Sie finde ich ein bisschen unsympathisch, ein bisschen unecht, nicht wirklich real. Aber gut, was ist beim ESC schon noch real? Aber der Song ist cool. Alles im Leder. Oh, und dann ohne? Auf alle Fälle finde ich das nicht schlecht. Ich bin auch sehr gespannt auf ihr Bühnenoutfit, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das aus einem Brillenputztuch genäht wird und selbst dann wird noch Stoff übrig sein. Ich freue mich. Man vergisst eigentlich, was sie singt, weil die Bilder so schön sind. Billig, ramschig, trashy und einfach klasse. Zypern, Top 10. Das will irgendwie zu verführerisch sein und wirkt dann doch ein bisschen albern. Der Song ist ein Klischee nach dem anderen, hat wenig authentisches, Persönliches. Und das braucht man mittlerweile beim ESC. Take me higher. Oh, she's taking you higher with all that smoke, all that heat. This is so, it's an earworm. It is an earworm. Dragalicious hunting. She does not look like a drag queen. She does not. She's got a beautiful the attitude of 100 drag queens. The charisma, uniqueness, nerve and talent. Cause I'm burning up and I ain't coming down. It's taking me higher. Oh, and it is. It's amazing. Diese Frau, Eleni Foureira, guckt sie euch an. Also diese Attitüde, dieses Selbstbewusstsein, die ist so Hammer. Warum haben wir solche Frauen in Deutschland nicht? Die gibt es bei uns einfach nicht. Also das ist ein Naturereignis, wenn die auf die Bühne geht. Toll. Yeah. Fuego. Entschuldigung, wir waren abgelenkt. Aber interessant, was Thomas gesagt hatte. Genau, er sagt, in Deutschland gibt es keine Frauen wie Eleni Foureira. Stimmt das? Meint ihr es auch so? Schreibt uns das. Wäre spannend, darüber zu diskutieren. Und wenn ja, woran liegt es? Also es gibt schon mal eine. Und wenn es Frauen gibt, Alina. Ja, aber die kann nicht singen. Aber tanzen, gut, Eleni kann auch nicht singen. Das gab es auch viel in den Kommentaren. Eleni kann auch nicht singen. Wir haben auch ein Video gefunden, das können wir aber nicht zeigen. Nee, das können wir nicht zeigen. Das wäre wirklich da haben wir hier die Grenzen erreicht. Das Gute ist, bei dem Song, der ist so smart komponiert, sie muss nicht singen können. Es gibt überall Backings, sie muss nur Fuego sagen. Ja, und das, also ich glaube, die
Sag mal, was so viel ist denn Popcorn los? gegessen. Ach Die so. Gesangsperformance von Eleni, wird völlig unterschätzt. Sie hat natürlich 4 Backing Vocals hat sie dabei. Und die braucht sie auch alle. Ja, die braucht sie, aber die werden ihr die Arbeit abnehmen. Und sie wird einfach auf der Bühne rumtanzen, wie sie das immer macht und wie sie das auch sehr gut macht und wird auf jeden Fall eine krasse Show ab. Sie ist einfach eine richtig tolle Diva. Ich finde das einfach wirklich toll. Und hier das ESC Superhirn schreibt in unserem Chat, hier kommt Shakira aus Zypern, Europa wird dazu abtanzen. Thomas schreibt, Zypern ist für mich ehrlich gesagt so eine billige Popnummer, wie die gute Eleni eher auf Sex Appeal setzt, als auf ihre gesangliche Leistung. Mir gefällt es nicht so. Jausewuff schreibt, ich finde das Lied super geil. Es ist sehr catchy, modern, hat ein paar griechische Einflüsse. Allerdings traue ich ihr nicht zu, dass sie das Ganze live auch so gut rüberbringen kann. Bin mal gespannt. Wuff. Sehr nett. Tja. Also natürlich geht es da um die Bühnenperformance. Ne? Was passiert auf der Bühne? Und meinst du, sie Eleni Fouera oder ihr Team, die zyprische Delegation, die haben Sascha Jean-Baptiste engagiert. Über die haben wir ja schon im letzten Songcheck gesprochen. Sie ist die Choreografin, die unter anderem Christian Kostov also die den Auftritt von Christian Kostov choreografiert hat und auch für Equinox das macht. Und die ist schon ein richtiger Profi. Und da gibt es so ein Stück, 14 Sekunden nach dem ersten Fuego, wo man nicht weiß, was passiert. Da passiert im Song gar nichts. Und da bin ich mal gespannt, was da auf der Bühne passiert. Ja, wenn das gut wird, dann wird das richtig toll. Auf jeden Fall ist es schön, dass sie dabei ist. Es wird auf jeden Fall Gewinn für das Halbfinale sein, bin ich mir sicher. Larry liefert uns hier auch gerade noch mal eine wichtige Information im Chat. Er schreibt, der Musikproduzent Alex Papakonstantinou war für diesen Song verantwortlich. Deswegen hört sich der Beitrag auch so Jennifer Lopez-mäßig an. Hat er tatsächlich ein bisschen recht. Ne? Es ist so, also ich finde, es klingt tatsächlich sehr international. Aber bevor wir noch weiter über eure Kommentare reden, müssen wir einmal über Obst reden, Stefan. Ja. Über unser Ananas. Riech mal an der Ananas. Meinst du, die ist wirklich schimmelig? Ich glaube, das ist. Ich trinke nur noch Ananassaft. Ja, Ananassaft ist richtig gut für die Stimme. Meinst du, deswegen hat sie so viel Ananas? Und auch gut, um abzunehmen. Und hat auch ganz viele Antioxidantien und ungesättigte Fettsäuren. Ist das der Grund, warum da so viel Ananas in dem Musikvideo rumlag? Weil es gab noch ein anderes Musikvideo vor dem, was ihr gerade gesehen habt. Fuego. Ja, das erste Video war voll mit Ananas und Bananen und Kopfschmelztabletten. Dann musste es entfernt werden. Aber man kann es Eleni auch nicht verdenken. Sie musste ja auch ein Auto in dem Video in die Luft jagen. Das kostet ja alles. Das war eine gezielte Produktplatzierung, sehr interessant. Wo man da sagen muss, zusammengestellt. Sie haben so getan, als ob sie Mercedes in die Luft gejagt hätten. Aber da haben sie, sieht man, wenn man ganz genau hinguckt, auch ein sehr, sehr billiges Auto in die Luft gejagt. Ja. Also, was soll's. Du verlierst schon Teile deiner Ananas, Stefan. Wieder ab. Ist auch ganz interessant, bei ihrem Instagram-Feed zu gucken. Sie geht da auch ganz offensiv mit um, hat, glaube ich, heute auch ein schönes Bild mit Ananas gepostet. Also das ist auch eine Crowdfunding-Maßnahme. Wir haben ja gelernt, dieses Jahr, es ist nicht einfach da auf der Bühne, nicht günstig und nicht einfach da auf der Bühne toll auszusehen und das alles zu bezahlen. Ja, und wenn man in Griechenland braucht man 20.000 €. Irgendwoher müssen die ja kommen. Ne? Jetzt auf die Frage, gibt es denn bei uns keine tollen Frauen oder woran liegt das, schreibt Marki. Nein, wir haben Helene Fischer. Die Mai Bowle schreibt, Protest, Herr Mohr. Hier gibt es auch tolle Frauen, die haben aber mehr Stil und mehr Stoff. Vielleicht kannst du auch noch mal schreiben, wer dir da einfällt mit mehr Stoff und mehr Stil. Der Wunderklaus hat gerade noch geschrieben, Shakira in einer Plastikversion, ein Fader-Song wie von 2003, old-fashioned und nervtötend. ESC-Fan 05 schreibt, das ist nicht jugendfrei, was da im Video mit der Ananas machen. Meinst du uns oder meinst du Eleni? Machst du eigentlich auch nachher in deinem Video was mit der Ananas? Nee, du hast die Ananas heil gelassen, ne? Ja. Gott sei Dank. Nein, die Ananas bleibt heil. Die wollen wir vielleicht nachher noch essen. Ja, also Eleni ist auf jeden Fall auch ein Riesenstar in Griechenland. Jetzt tritt sie für Zypern an. Ist aber ein griechischer Star, kann man sagen. Hat ja viele Alben, Singles schon veröffentlicht. Ja. Sie hat auch ganz oft singt sie auf großen Festivals in Griechenland, ne? Playback mit tollen Tanzeinlagen. Ja. Also und vor allem, sie hat auch schon 3 Alben veröffentlicht in Griechenland, die auch alle recht erfolgreich waren. Deswegen wollte ich gerade noch Albanien droppen als Land. Da ist sie ja geboren. Also wir haben Albanien, wir haben Griechenland, wo sie dann als Kind, glaube ich, im Kindesalter hingezogen ist. Und jetzt tritt sie für Zypern an. Also auch wieder gar nicht so unclever gemacht. Punkte aus allen 3 Ländern vielleicht. Ne? Und Albanien und Griechenland, die werden sich jetzt ärgern. Die sind ja alle im gleichen Halbfinale. Ja.
Also können die auch alle, können sie voten? Mal kurz überlegen. Nee, sie können nicht voten, weil sie im gleichen Halbfinale sind. Doch, Sie können voten. Ja, aber nicht für Zypern. Ich meine doch, aber das könnt ihr uns wahrscheinlich Doch, natürlich können sie. Oh Gott, ich bin, sag mal, jetzt war ich gerade durcheinander. Also natürlich können sie voten. Ja, ich stell die mal ein bisschen weiter weg. Dieser Schimmel scheint dir schon ein bisschen in die Birne zu gehen. Albanien und Griechenland sind im gleichen Halbfinale, also können sie auch für die Songs abstimmen. So, und jetzt gucken wir mal auf die Punkte, weil wie hier abgestimmt wurde. Was war denn da los mit mir? Tja, Stefan, ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich die Schimmelsporen von der Ananas. 10 Punkte von Stefan. 8 Punkte von dir. Und noch weniger Punkte. Ihr gebt Eleni Foureira 7,5 Punkte.